Also, das Song Mukwan, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Taekwondo-Schule. Nein, dahinter steckt so viel mehr. Eine Geschichte über Kampfkunst, klar, aber auch über die koreanische Geschichte selbst. Und, was mich am meisten fasziniert, über eine fast unglaubliche Widerstandsfähigkeit. Kommt mal mit, wir schauen uns die Wurzeln von einer der ältesten und ja auch berühmtesten Kampfkunstschulen Koreas mal genauer an. Und genau dieser Satz hier, der trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist der Kern unserer heutigen Geschichte. Es geht eben nicht nur um Techniken. Es geht um die, man kann schon sagen, epische Reise eines einzigen Mannes, dessen Willenskraft den Grundstein für das moderne Taekwondo gelegt hat. Alles beginnt natürlich mit dem Gründer selbst, Byung-Gik-Ro. Seine Geschichte ist wirklich eine von persönlichen Kämpfen und einer riesigen Leidenschaft, die schon als kleiner Junge unter, den denkbar schwierigsten Umständen geweckt wurde. Schauen wir uns das mal genauer an. Byung-Gik-Ro, geboren 1919 in Kaesong, Korea. Man muss sich das mal vorstellen. Als Kind war er oft krank. So sehr, dass er sogar ein Jahr später in die Schule kam. Aber genau das, was wie ein Nachteil aussieht, wurde am Ende zu seiner größten Stärke. Mit nur 12 Jahren hatte er die Kampfkünste in den lokalen Tempeln gesehen und war sofort Feuer und Flamme. Und diese Faszination, die hat ihn angetrieben, wie verrückt zu trainieren. Nicht nur, um die Techniken zu lernen, sondern vor allem, um seinen eigenen Körper stark zu machen und seine Gesundheit in den Griff zu bekommen. So, und dieser Weg, der führte ihn dann auch bald über die Grenzen Koreas hinaus. Es ging nach Japan und genau dort hat er das Fundament für die Kampfkunst gelegt, die er später zu was ganz Eigenem, zu seiner einzigartigen Form weiterentwickeln sollte. Und jetzt wird's richtig spannend, denn diese Verbindung ist absolut entscheidend. 1936 reist er also nach Japan und beginnt sein Training bei niemand Geringerem als Gichin Funakoshi, dem Vater des modernen Karate. Stellt euch das mal vor, er hat's dort bis zum Schwarzgurt im Shotokan geschafft und kehrte dann 1944 nach Korea zurück. Aber nicht einfach nur als Meister, nein, er hatte eine Mission, eine Vision, er wollte seine eigenen Hand- und Fußtechniken entwickeln. Und genau diese Kombination, das wurde die Grundlage für das Song Mukwan. Aber die Gründung des Song Mukwan, die war alles andere als ein Spaziergang. Wir sprechen hier von Prüfungen durch den Krieg. Das ist eine Geschichte von Gründung und purem Überleben und das alles vor der Kulisse eines echt turbulenten Krieges. Merkt euch dieses Datum, 20. März 1944. An diesem Tag hat Byung-Gik-Ro auf Drängen vieler Leute sein Kaesong-Dojang eröffnet, seine Trainingshalle. Und zwar in einer Bogenschießschule. Das war die Geburtsstunde des allerersten der originalen Taekwondo-Kwans, also der Gründungsschulen. Ein absolut historischer Moment. Tja, und dann das, nach nur 3 Monaten schon wieder geschlossen. Die Freude war also nur von kurzer Dauer. Man darf nicht vergessen, Korea stand damals unter japanischer Besatzung. Es war das Ende des Zweiten Weltkriegs. Für die Leute zählte nur eins: Überleben. Da war für Kampfkunsttraining einfach kein Platz mehr. Und genau hier sehen wir diesen unglaublichen Willen, diese Widerstandsfähigkeit. Mai 1946, er macht die Schule wieder auf nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber der Frieden hält nicht lange. Juni 1950, der Koreakrieg bricht aus und zwingt ihn wieder alles dicht zu machen. Aber hat er aufgegeben? Keine Chance. Im September 1953, nach dem Krieg, gründet er seine Schule zum 3. Mal. Diesmal in Seoul. Damit hat er aber nicht nur einfach seine Schule wieder aufgebaut, nein, nach dem Krieg hat Ro die Zukunft des Taekwondo aktiv mitgestaltet. Er wurde bekannt, ja fast schon berüchtigt, für seine legendären und extrem harten Trainingsmethoden. Und genau die haben den Ruf seiner Schule zementiert. Dieses Zitat hier sagt eigentlich alles, oder? Disziplin und Abhärtung waren nicht nur irgendein Teil des Trainings, sie waren der absolute Kern seiner Lehre. Es ging darum, nicht nur den Körper zu stellen, sondern auch den Geist. Völlig egal, unter welchen Bedingungen. Und wie sah dieses Training aus? Also, das war unglaublich strukturiert und knallhart. Jede einzelne Einheit fing mit einer vollen Stunde Aufwärmen und Gewichtheben an. Danach musste jeder Schüler mindestens 100 Schläge auf diesen Kwon-Gong machen, bevor das eigentliche Training überhaupt losging. Sparring? Das war ein Privileg, das gab's erst ab dem 4. Kwep. Der Weg zum Schwarzgurt war also glasklar, aber eben auch extrem anspruchsvoll. Für alle, die sich jetzt fragen, was ein Kwon-Go ist, das ist im Grunde ein gepolsterter Schlagpfosten, im Japanischen auch Makiwara genannt, ein total einfaches, aber auch ziemlich brutales Trainingsgerät. Und diese Forderung, da 100 Schläge drauf zu hauen, das zeigt einfach, wie wichtig Byung-Gik-Ro die Entwicklung von echter Power und Abhärtung war. Aber Ro war eben nicht nur ein Meister im Dojang,
er war auch ein Visionär. Er hat sofort erkannt, dass es nach dem Krieg absolut notwendig war, die ganzen verschiedenen Kampfkunstschulen, die Kwans, irgendwie zu vereinen. Und er hat nicht nur geredet, er hat gehandelt. Als Exekutivdirektor und Vorsitzender eines wichtigen Komitees hat er eine total zentrale Rolle dabei gespielt, eine gemeinsame Identität für die koreanischen Kampfkünste zu schaffen. So, und zum Schluss kommen wir jetzt noch zu etwas ganz Besonderem, der tiefen philosophischen Bedeutung hinter dem Namen der Schule. Denn der Name, der fasst eigentlich das ganze Erbe von Byung-Jae-Ro perfekt zusammen. Songmu-kwan. Schauen wir uns die Teile mal an. Song bedeutet Kiefer. Und eine Kiefer steht für Langlebigkeit, für Stärke, die immer grün bleibt. Genau die Eigenschaften, die Ro sein ganzes Leben lang gezeigt hat, oder? Dann Mu, das ist die Kampfkunst. Und Kwan ist das Haus oder die Schule. Setzt man das zusammen, kommt man auf sowas wie das immer jugendliche Haus des Kampfkunsttrainings. Ein Name, der diese Philosophie von Widerstandsfähigkeit und diesem unbezwingbaren Geist, den Ro gelehrt hat, einfach perfekt auf den Punkt bringt. Die Geschichte des Songmu-kwan und seines Gründers ist also so viel mehr als nur die Geschichte einer Schule. Und das bringt uns zum Kern der Sache. Es ging nie nur um die perfekte Stellung oder die perfekte Form. Viel wichtiger war die innere Haltung, der Charakter. Die Techniken waren letztlich nur das Werkzeug, um an sich selbst zu arbeiten und sich als Mensch zu vervollkommnen. Und dieser Leitsatz fasst es perfekt zusammen. Alles beginnt und endet mit Höflichkeit und Respekt. Das war das A und O. Es unterstreicht einfach nochmal, wie sehr der Fokus auf der Charakterbildung lag. Byung-Jae-Ro ist 2015 verstorben. Er hat fast ein ganzes Jahrhundert gelebt und bis zu seinem Tod galt er als der ranghöchste Taekwondo-Schwarzgurt der Welt. Sein Einfluss, der ist kaum in Worte zu fassen. Er hat nicht einfach nur eine Schule gegründet, er war ein entscheidender Architekt einer globalen Bewegung. So. Wie kann das Erbe eines einzigen Mannes in den Bewegungen von Millionen von Menschen weiterleben? Ich denke, die Geschichte des Songmu-kwan gibt uns die Antwort. Sie zeigt, dass eine echte Kampfkunst so viel mehr ist als nur eine Aneinanderreihung von Techniken. Es ist eine Philosophie, eine Lebenseinstellung, eine Philosophie der Widerstandsfähigkeit, die über Generationen weitergegeben wird. Ein Erbe, das heute noch in jedem einzelnen Dojang, das seinen Lehren folgt, quicklebendig ist.